Ja, herzlich willkommen zur Ausstellung 100 beste Plakate, jetzt im Jahrgang 20. Wir präsentieren zum 16. Mal bereits diese Ausstellung. Die Österreicher haben heuer mit 7 Plakaten sind sie in den Wettbewerb gekommen, 43 aus Deutschland und 50 aus der Schweiz. Bereits zum 5. Mal hintereinander schaffte es Beton mit Benjamin Buchecker, Daniel K. und Oliver Hofmann bei den 100 Besten aufgenommen zu sein und diesmal, wie letztes Jahr auch, für die Zwischenräume. Die Altstadt Salzburg macht jedes Jahr ein Performance-Festival mit Musik und dabei werden die Räume in Salzburg, also die Salzburger Altstadt, wird dort zur performativen Bühne und das sieht man auch im Plakat. In diesem Plakat hier, was rein nur typografisch aufgebaut ist, kann man sich aber vorstellen, also wenn man sich vorstellt, das sind die Zwischenräume, sind eigentlich sehr eng, die Spationierungen der Buchstaben untereinander sind sehr eng und die Zeilendurchschüsse sind auch, wie man hier sieht, nicht ganz korrekt. Aber in der Summe ergeben sie auch mit der Farbigkeit des Plakats ein sehr harmonisches Bild. Ein Designer hat einmal gesagt, ein Plakat muss auch als Briefmarke funktionieren. Und da sieht man hier, dass dieses Plakat, was kaum größer ist als A3, doch aufmerksamkeitserregend ist. Ein weiteres interessantes Plakat ist von Stefan Leberer vom Büro Butter, der hier für das Hahnenkammrennen 2022 das Plakat macht. Hier ist alles formalisiert. Das Plakat braucht keine weiteren Unterstützungen. Von oben führen 3 Wege nach unten und die wiederum führen ganz nach oben für den Gewinner des Rennens. Sehr formal, sehr reduziertes Plakat und doch voller Aussage. Auch heuer sind wieder 23 Plakate animiert über Artify, über die App. Und hier sieht man einer der gelungensten Visualisierungen. Auf der einen Seite bewegt sich die Typo nach links, nach rechts und auf der anderen Seite zeigt man die 3 Disziplinen, die beim Hahnenkammrennen gefahren werden. Heuer bereits zum 2. Mal ausgepreist Studio VIE, weiterhin mit einem Plakat für das Tanzquartier Wien, die diesmal die Performerin Camilla Schilin als Kampagne trägt. Wir sehen, so wie letztes Jahr wieder, dass die Typografie etwas gewöhnungsbedürftig ist. Sie überrascht uns. Es ist ein Konglomerat aus unterschiedlichen metamorphen Strukturen, die aber bei genauerem Hinsehen sich zur Typografie wandeln. Hier sehen wir ein T, hier das Q, rein stilisiert, aber auch eine Spielerei, und hier das W. Von Sigman M23 schafft für das Rios Kammerorchester in Berlin eine wunderbare Serie, wo Farben miteinander tanzen und ineinander verschlingen und sich auch vermengen. Dieses Plakat ist Teil einer kompletten Corporate Identity für das Rias Kammerorchester. Ursprünglich ist es natürlich auch für den digitalen Raum gemacht worden und hier ist eine besonders gelungene Animation von Artify möglich geworden. Pascal Magino und Christoph Nardin von Büro Nardin haben für 2020 eine Plakatserie geschaffen für die Vienna Design Week. Man sieht auf der einen Seite, auf der rechten Seite, einen Typografie-Fries und im zentralen Mittelpunkt eigentlich einfache Formen, die, wie wir es aus Grafikprogrammen oder PowerPoint auch kennen, die so zusammengestellt sind, dass sie miteinander korrespondieren. Heimat Wien, Agentur für Veränderungen, ist einer der wenigen Agenturen, die bei diesem Wettbewerb eingereicht haben. Es ist eine große Agentur, wie wir kennen, und sie haben so quasi als Eigenwerbung oder als Eigenprodukt ein Plakat geschaffen, welches sich direkt mit Covid auseinandersetzt, Covid-19.
auf ironische Weise natürlich. Hier geht es darum, in 28 Fotografien zu zeigen, was hat Herr und Frau Österreicher im März 2020, zu Beginn der Pandemie, in Massen gekauft. Bogdan Rosic, der die Wiener Staatsoper übernommen hat, war auch gleichzeitig mutig. Er ist von dem traditionellen Schema eines typischen Staatsopern-Plakats abgekommen. Es sind keine Sänger mehr drauf, keine Szenen, sondern eigentlich Fotografien, die etwas verstören. Wer die Geschichten kennt von Don Carlos oder Elektra, weiß eigentlich ziemlich eindeutig und schnell, auf was sich dieser Code bzw. diese Chiffer bezieht. Wer diese Chiffer nicht lösen kann, ist zumindest mal davon begeistert, von diesen Aufnahmen, ohne dass er den Code knacken kann.